11,60 Meter Länge. Wir sind am Stand von Kaabe. 11,60 Meter Länge. Und Simone, du stehst wirklich vor dem längsten Hinterbau der Welt. Und das ist unglaublich. Es ist der absolute Star. Und Peter kommt hier. Er guckt gleich mal rein, wird das Ganze mal kurz beobachten. Denn Peter ist so unglaublich beschäftigt, dass er nur wenige Termine hat. Du bist weit angereist, du wohnst in den Niederlanden privat. Ich grüße dich ganz herzlich. Hi, schön dich wiederzusehen. Long time no see, muss ich sagen. Einige Monate sogar her, ja. Wenn du mal gerade noch ein ganz kleines bisschen nach hinten gehst. Ich habe die Fahne mal weggenommen, die hier da war. Hast du gut gemacht. Die hat nämlich den Blick komplett kaputt gemacht. Wer die Fahne hier hingestellt hat, der hat es wirklich, egal. Hast du recht, aber wir wollen auch zeigen, dass wir hier bei Kaabe sind. Ach man kann es ja kaum sehen, ja. Das ist, ja, das ist so. So, ich ernte immer sehr viel Undank, weil ich renne, warte mal, ich zeige euch das mal ganz kurz, dass ihr das mal seht, mit einer Kaabe-Kappe rum auf der ganzen Messe und alle wollen mir irgendwelche Kappen in die Hand drücken. Und da habe ich gesagt, Kaabe ist die einzige Kappe, bei denen viele Leute nicht wissen, was Kaabe ist, ja. Und die denken, das wäre irgendwie eine amerikanische Footballmannschaft. Und damit kannst du auch ganz normal rumlaufen. In der Campingbranche, da kennt euch natürlich jeder, oder? Ja, aber es gibt natürlich einen Grund, warum wir zusammenarbeiten, Sven. Also, warum? Ja, wir wollen, dass Kaabe mehr und mehr bekannt wird. In nicht nur Deutschland, aber ganz Europa. Sag mal, als wir begonnen haben, war der Bekanntheitsgrad von Kaabe okay? Die Leute kannten die Wohnwagen so ein bisschen, die kannte man ja, die waren eher schlicht, die waren noch gar nicht so modern, die waren klassisch, zeitlos, so kann man sagen. Das Design war hinten im Heck schon mal noch ein bisschen anders. Kaabe war immer so Qualität. Die Leute haben nicht ganz verstanden, warum die so teuer waren. Die Aufklärungsarbeit war nötig, Doppelboden, Aldeheizung, winterfest, das und so weiter. Aber mittlerweile muss ich sagen, die Leute implizieren Kaabe ganz klar, hier ist Simone, die bewacht das Fahrzeug, Kaabe ganz klar mit High-End, muss man schon sagen, also in der Fertigung. Ja, also ich glaube, ich bin bei Kaabe jetzt dieses Jahr 20 Jahre und 20 Jahre her, da hast du völlig recht, dann war es noch ein bisschen, sag mal, skandinavischer Stil und nicht so einfach zu verkaufen hier in Deutschland oder Holland. Und mittlerweile ist das Fahrzeug sehr, sehr gut zu verkaufen. Also unser Geschmack, nicht bling bling, aber sehr high-end. Und bei Wohnwagen sind wir eigentlich schon lange sehr bekannt gewesen. Bei Reisemobilen aber nicht, weil wir sind noch nicht so lange her mit Reisemobilen in Deutschland angefangen. Wir bauen das schon seit 1989, aber in Deutschland seit 2015. Das ist noch nicht so lange. Aber seitdem, dass wir die Videos haben, haben wir gemerkt, dass es mehr und mehr bekannt ist und das ist natürlich gut. Ja, finde ich auch. Ja, ich selber habe ja schon 2 Kaabe gefahren. Ja. Ihr habt ja auch ein teilintegriertes Wohnmobil mit 2,45 Meter Breite. Ja. Wir sagen immer gerne 2,50, ja, weil das kommt fast hin mit den Spiegeln. Aber das hier ist eigentlich ein Tiny House auf Rädern. Und das ist eine große Anwendung hier. Das kann natürlich ein Schauwerbegestalter machen, aber es sind viele Leute, benutzen das als Tiny House. Ja. Und zwar in Gebieten, wo man gar kein Tiny House bauen darf. Der hat zugelassen, den kann ich irgendwo hinstellen. Ihr verkauft den oft in die Schweiz. In die Schweiz, ganz genau, wollte ich sagen, weil Grundstück bekommen in der Schweiz ist schwierig und wenn du es kaufen kannst, dann ist das ziemlich teuer und dann brauchst du noch eine Genehmigung für ein Haus und dann guckt man bei Kaabe und das ist natürlich gebaut für ganz extreme Temperaturen, nicht nur niedrige Temperaturen, auch sehr warm hat man das Komfort und dann ist, sag mal, 120.000 € für ein Tiny House nicht mehr so teuer im Vergleich mit einem Haus. Ne? Was auch immer bewegt werden darf, kein Schwertransport ist, von A nach B bewegt werden kann. Zum Beispiel jetzt ein Architekt, der eine Baustelle hat über 3 Monate, kann sich den auch hinfahren lassen. Das machen viele? Das machen viele in Skandinavien. Also dort oben in Norwegen und Schweden gibt es viele Leute, die dort arbeiten, im Wald oder mit Rails, Zugrails und so. Und dort gibt es gar nichts, auch keine Hotels. Und dann verkaufen wir ziemlich viele von diesen Fahrzeugen an Firmen, die das als Hotel benutzen für ihre Mitarbeiter. Das ist übrigens für jeden, der ein bisschen geübt hat, überhaupt kein Problem. Der Überhang auch kein Problem. Man muss nur 1, 2 Sachen beachten. Man sollte in den Rückspiegel schauen, das ist so, denn der ist tatsächlich 11,60 Meter lang. Ich nenne ihn immer 12 Meter. In Holland, in Amsterdam,
über diese Kraften. Dann nimmst du alle Fahrräder nimmst du mit, wenn du nicht aufpasst. Ja, das stimmt. Komm, wir gehen mal rein. Doppelboden auch hier unten? Kein Doppelboden, das haben wir bei Wohnwagen nicht, brauchen wir auch nicht. Aber Fußbodenheizung natürlich, wir sind hier bei Kabe. Wasser geheizt. So, oben auf dem Dach eine DVB-T-Antenne habt ihr mit drin. Ja. Das ist, glaube ich, in Skandinavien Nummer 1. Viele gucken ja mittlerweile über den Router. Ja, genau. Also für uns ist das schön, aber eigentlich nur für Radio. Über Fernseher funktioniert das nicht gut. Und was du sagst, hast du recht, also alles über Internet. So, komm, wir gehen mal rein. Ja. Denn Technik hat hier Einzug gefunden bei euch. Ihr habt seit einiger Zeit Bussteuerung mit drin, die wirklich sehr gut funktioniert. Ja, seit ewiger Zeit. Und ihr habt auch eine neue Optik seit einiger Zeit. Ja. Es ist natürlich alles hell geworden, alles etwas heller, aber skandinavisch war es ja schon vorher. Es war also wirklich sehr, sehr schön. Nicht so hell, also glücklich nicht alles weiß. Ne? Aber das Fahrzeug, diese Wohnwagen und Reismobile sind auch gebaut, um Komfort innen zu haben, weil man lebt auch mehr innen mit einem Kabel. So, komm, wir gehen mal rein. Hier wäre. Im Panel können wir diese Radio ausschalten. Ja, das wäre. Warte mal, ich gucke mal gerade, das Radio ist an. Er macht mal schnell das Radio aus. So. Radio ist aus. Das ist das Panel. Das habt ihr zusammen entwickelt mit Dometic. Ja, wir haben das entwickelt und das ganze System ist eigentlich verkauft an Dometic. Dometic macht die Service, aber wir haben es programmieren lassen. Und das Schöne ist, auch wenn wir neue Techniken haben, dann geht das ganz einfach rein. Es geht um Schnittstellen. Ihr habt die Schnittstellen programmiert, jeweils zu den Geräten, die da sind. Du kannst alles bedienen, auch Teile, die nicht von Dometic sind, die da sind. Man kann sie auch adaptieren, ihr könntet es zumindest, ja, das ist so. Dann der Innenraum. Wir haben ja keinen Slideout hier, Breite 2,50 Meter. Ihr habt immer einen Trick angewendet. Wenn Schränke, dann sehr weit zurückgesetzt, nicht so stark, damit das Raumgefühl nicht leidet. Wenn du mal bitte zumachst und abschließt. Wir müssen leider... Oberschrank? Nee, die Tür. So leid es mir tut, die Leute wollen rein, aber es hilft nichts. Wir beide haben uns hier verabredet und haben gesagt, wir filmen das Ding mal und dann müssen die Leute mal 10 Minuten draußen bleiben. Das wäre am Wochenende nicht möglich gewesen. Nein, es ist gut, dass wir das während der Woche machen. Dass wir das während der Woche machen. Du kannst alles steuern, du kannst alles dimmen, alles machen. Simone, wir machen jetzt mal eins. Wir setzen uns jetzt mal, du nicht, du gehst mal hinten ins Bad. Und guckst mal aus dem Badezimmer raus. Ja? Und du gehst mal bitte hier in die Ecke rein, das kennst du schon. Und die Simone müsste jetzt mal, ich kann dich nicht mehr sehen, wenn ich ganz ehrlich bin, auf der Kamera. Guck mal hier durch. Ja. Sie ist nur noch als Punkt erkennbar, wenn du da bist. Sag mal was. Ich sag, ich kann dich fast nicht mehr hören. Du kannst dich fast nicht mehr hören. Aber das ist doch Wahnsinn, was du hier für ein Raumgefühl hast, oder? Ja, wie ein Tiny House. Ein Tiny House. Du kannst diesen Bereich hier umbauen zum Bett und hast immer noch eine Sitzgruppe vorne, oder? Hast du immer noch eine Sitzgruppe, L-Sitzung hier, große Rundsitzgruppe hier, ganz komfortable Schlafzimmer, Badezimmer über die ganze Breite mit Duschkabine. Wie fühlt sich das Leder an hier drin? Ja, ich kann natürlich nicht anders sagen als sehr gut. Perfekt ist übertrieben, aber sehr gut. Sehr bequem. Rolf Benz, kommt das in die Nähe? Ja. Ist aber praktisch wie zu Hause. Es ist unglaublich gemütlich hier drin. Dann hast du dort noch eine Slideout, also du kannst noch diese Sitzung nach vorne machen und dann hast du noch eine andere Ecke, das ist noch bequemer. So. Du hast hier diese Kopfstützen, die sind dieses Jahr auch neu gemacht, weil die sind noch einfacher zu ändern, zu verschieben auch. Also das was ich mich aber jetzt frage, ihr habt jetzt 2 Sitzgruppen und die ist ja wirklich schon sehr, sehr groß, diese Rundsitzgruppe. Ja. Natürlich ist auch das Bad und auch das Schlafzimmer und auch die Küche sehr geräumig, aber warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden, noch eine Sitzgruppe zu machen? Und nicht zum Beispiel noch eine Küchenzeile oder ein Du hast Bad? recht, also wir sehen, dass die meisten Kunden, die diesen Grundriss kaufen, die sind nur zu 2. Und warum 2 Sitzgruppen? Einerseits hast du die Möglichkeit, ein Bett hier zu bauen und du siehst, wie groß das ist. Dann hast du wirklich großes Bett und dann hast du immer noch die Möglichkeit, dort zu sitzen. Aber ja, so viel Platz ist eigentlich für Gäste. Ne? Ja. Aber die meisten Leute sind zu 2 mit diesem Grundriss. Der Riesenvorteil ist, dass hier ist quasi das Wohnzimmer, sage ich jetzt mal, ja. Und im Wohnzimmer will man auch nicht immer essen, sondern das macht man, wenn man vielleicht mal Gäste hat. Dann hast du hier die Küche, da kann einer sich mal hier hinlegen, der kann Fernsehen gucken. Es geht darum, dass man nicht immer an derselben Stelle ist, sondern dass man sich auch mal da reinpflanzen kann. Der eine guckt zum Beispiel das eine Fernsehprogramm auf dem Tablet mit dem Kopfhörer, der andere macht hier was. Man kann sich aus dem Weg gehen. Das finde ich
sensationell, oder? Hier hat man die Luxus, also ich habe die Erfahrung nicht, weil ich bin noch nie mit so einem Kabel rundgefahren, aber ich kann mir vorstellen, dann hat man Luxus zu sagen, hey, gehe ich mal in der Mitte oder gehe ich vorne? Ja. Und, ja. Also das heißt, die Leute wollen auch gar keinen anderen Grundriss. Nein, niemand will den, oder? Also es gibt in dieser Länge, ich glaube, wenn ich recht habe, 10 verschiedene Grundrisse, ohne Aufpreise, sind alle gleich. Okay. Und das ist möglich mit Stockbetten, mit Einzelbett, mit Französischbett, Queensbett, Querbett. Alles Mögliche. Aber Peter, wieso habt ihr den Tausender nicht in allen 10 Grundrissen hier? Das wär doch viel besser. Ja, wir haben nicht so viel Platz. Ne? Okay. So, ich zeige mal ein bisschen was. Wir müssen uns beeilen, denn ich habe mit Peter besprochen, dass wir auf die anderen Videos verweisen. Ganz wichtig ist, ihr habt eine ordentliche Verarbeitung mit drin. Ihr habt ein Alu-Sandwich, GFK-Sandwich. Was habt ihr? Alu? Alu von beiden Seiten, also Feuchtigkeit keine Chance und super stark. Also auch für uns im Werk ist es ganz einfach, wir brauchen keine Verstärkung in der Seitenwand. Peter, wenn du mal gerade aufstehst, sonst kann man dich nicht mehr hören. Das ist so, weil ich habe jetzt den Kopfhörer an, mache ein Feedback, Audio-Feedback. Vielleicht mal ganz schnell durch. Also große Küche. Dann hast du hier einen Tedford-Herd, Ober-Unterhitze. Ja. Sogar 2 Stück, 2 Herde hast du mit drin, Ja. die hier mit drin sind. Du hast Induktion plus Gas. Zweimal Gas. So, dass du wirklich gut autark bist. Dann hast du hier eine Aldeheizung, das heißt also hier überall kommt die warme Luft raus an der Seite. Wie beim, ich sag mal, Luxusreisemobil, die gleiche Heizung. Die gleiche Heizung, aber auch bei Reisemobile und Wohnwagen ist das am Ende, ehrlich gesagt, ein Alu-Box, welchen wir als Hersteller perfekt konditionieren können. Also wir können Komfort garantieren in alle möglichen Temperaturen. Ihr habt was Besonderes, ihr habt ein aktives Frischluftsystem eingebaut. Ja. Weil die Kiste ist so dicht, dass sonst keine Luft reinkommt und du hättest hier Nässe und müsst die aktiv rausbringen. Das zeigen wir dir gleich. Großes Spülbecken mit drin, zeig mal bitte. Dann hast du viele Ablagen, du hast Platz, du hast sehr viel indirektes Licht. Du hast eine Designerwohnung, die fix und fertig eingerichtet ist. So muss man das ja Für eine sagen. Arbeitsplatte hier? Was meinst du? Entschuldigung. Diese Arbeitsplatte, was für ein Material das ist? Das ist Holz mit Furnier. Ne? Okay. Also HPL wahrscheinlich? HPL, ja, das ist also eine hochverdichtete Arbeitsplatte, die oben drauf ist. Ich muss dazu sagen, Simone, es ist sensationell, ja, wenn wir, ich sag mal, dich dabei haben, dann kommst du wirklich auf Sachen, die fragst so, was ist das für eine Arbeitsplatte? Ja, die Frage habe ich eigentlich noch nicht eher gehabt, aber das Peter, sieht man überall. Das ist Holz und das ist schön gemacht mit Furnier. Das ist eigentlich verklebt alles. Und das hier ist ein bisschen dicker, weil man mehr hier arbeitet, Arbeitsplatte und wasserdicht. Ne? Also ich muss dazu sagen, wir haben alle Fragen mit Peter vorher abgesprochen, was er weiß und was er nicht weiß. Nein. Jetzt kommst du und stellst nicht abgesprochene Fragen, das geht gar nicht. Wir gehen aber mal einen Schritt weiter. Also Küche haben wir da, Zentralverriegelung, die ist hier vorne da. Wir müssen leider ein bisschen Gas geben, Simone, deswegen würde ich dir empfehlen, guck dir alles an, mach mal am Schluss einen Frageblock, dann kannst du ganz viele Fragen stellen. Ist immer gut. Das ist gut, und dann kann ich immer noch sagen, nee, wir beantworten diese Frage heute nicht. Ja. Okay. Das ist der Dunstabzug, aktiv, ist hier. 2 Geschwindigkeiten mit Beleuchtung. Mikrowelle. Großer Kühlschrank, Möglichkeit für Kompressorkühlschrank, ohne Aufpreis. Ein Kleiderschrank hier? Was ist hier am Eingang? Ja, für Jacken? Kleiderschrank, das ist auch wieder natürlich geheizt, sodass deine nasse Jacken getrocknet werden. Wir haben echtes Leder, wir haben Staubsaugersystem serienmäßig. Was, ein Zentralstaubsauger? Oder Ja, was hier? ja. Okay. Ja. Der ist hier drin. Es gibt einen langen Schlauch dazu. Der ist so lang, dass du überall reinkommst und der ist normal in der Mitte. Und jetzt in der Mitte, weil auf diese Länge brauchst du einen ziemlich langen Schlauch, aber dann kommst du von vorne bis zum Hinter, brauchst du nur einen Schlauch. Was vollkommen krank ist, ist hier die Dämmung von dem Wagen, denn ihr habt nur eine Klimaanlage und das geht normal nicht auf 12 Meter. Nein, aber Und du sagst, hier geht's. Ja. Und der Kunde kann gerne 2 Klimaanlagen haben, aber man wird merken, das reicht. So, bitte mal reinsetzen, Simone. Das ist jetzt Sitzgruppe Nummer 2. Und wenn du mal gerade dort auf deine linke Seite guckst und dich umdrehst, dann siehst du die aktive Belüftung. Siehst du das? Das ist eine. Es gibt 2. Die kannst du aufmachen und der Wagen ist immer noch geschlossen. Also falls mal ein Einbruch kommt oder so irgendwas, du kannst dann damit lüften. Und die zweite werden wir euch gleich zeigen. Die ist in der Nähe vom Bett, glaube ich, immer. Ja, und ich habe gedacht, du meinst auch diese Hebel, was wir eigentlich noch gar nicht gezeigt haben. Den Hebel meine ich, ja. Der Hebel ist vorne in der Rundsitzgruppe und immer im Schlafbereich.
Also das haben wir hier. Das ist ein Hebel und dann kommt die Luft von unten rein. Und die Luft da von unten, muss ich mal schnell schauen. Hier Da ist der Hebel. Ne? Da Wie, ist der wie, Hebel. wie in der Sauna, oder? Weil die Fenster und alles Mögliche ist alles so gut zu, auch wenn es draußen minus 20 Grad ist, dann braucht man mehr frische Luft, weil anders hat man zu viel. Peter, wenn du mal gerade mich da mal reinfilmen lässt, Ja. weil die Leute können den Hebel nicht sehen. Ja. Das ist ein Hebel wie in der Sauna, wo die Frischluftzufuhr quasi gesteuert wird. Und der geht von links nach rechts und damit kann ich praktisch bestimmen, wie stark praktisch ein Kamineffekt erzeugt wird von unten nach Ja, oben, oder? frische Luft von unten das Fahrzeug. Ja. So, und das ist spürbar, das merkst du richtig, oder? Ja, das merkst du sofort. Und das haben wir gemerkt, wenn wir Prototypen bauen mit den neuen Fenstern, haben wir gemerkt, dass es in bestimmten Momenten, wenn man am Kochen ist oder mit nasser Kleidung, dass es dann zu wenig Ventilation gab. Und dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen eine Lösung und haben wir dieses Variovent-System entwickelt und dann hatten wir keine Probleme. Ne? Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann war jeder Kabel zurückgekommen mit Problemen, mit zu viel Feuchtigkeit. Und das ist schön bei Kabel, dass wir alles entwickeln und alles testen, bevor es auf den Markt kommt. Das Bett hier lässt sich elektrisch verstellen, auch das bitte mal zeigen. Denn das ist jetzt die Lümmelposition. Das ist richtig genial. Netflix. Also ich glaube, vor allem, wenn man mal länger hier drin ist, ist es so cool. Es ist so cool. Ich kann dir nur eins sagen, ich hatte ja mal einen Kabe. Ich habe ihn mit einem weinenden Auge verlassen, weil wir werden mit größter Wahrscheinlichkeit einen Wohnwagen von euch bekommen. Da habe ich auch schon eine Idee, da müssen wir irgendwann mal die Woche noch durchgehen. Du bist wie lange da? Ich bin noch eine Stunde hier, nun muss ich wieder weiter, aber wir können gerne mal telefonieren. Und wenn ich eine Mail schreibe, du wirst antworten? Ich bekomme so viele E-Mails, am besten Anrufen. Ich rufe dich an. So, und dann machen wir das. Ich habe dir nämlich eine Mail geschrieben. Gut, ich bin nicht so bedeutend, deswegen hat er mir auch keine zurückgeschrieben. Ja, und kostet immer Geld. Ach so, wenn ich Mail schreibe, kostet immer Geld. Ja, das wenn du mir schreibst, kostet es Geld. aber die Wohnwagen, das ist ja so, ich meine, ihr baut jetzt auch Wohnmobile, die werden im selben Werk gebaut, die Wohnmobile? Ja. Also es ist die gleiche Qualität. Gleiche Qualität. Gleiches Holz, gleicher Schreiner. Komplette gleiche Konstruktion, alles gleich eigentlich. Das einzige große Unterschied ist natürlich Fahrerhaus. Und das ist eine ganz große kalte Brücke. Und das haben wir hier beim Wohnwagen nicht. Ja. Für uns eigentlich einfacher. Wohnwagen ist einfacher. Du bist leider schon vergeben. Hast jetzt wie viele Kinder mittlerweile? 2. Also Bleibt auch dabei. die Stimme, die Frauen finden ihn so sexy. Das ist wirklich so. Mich haben so viele angesprochen. Der Peter, ob ich da irgendwas mache? Nee, geht nicht mehr, ist schon weg. Aber du hast diesen Dialekt drauf. Das ist nicht schwedisch, ja? Du weißt, ich kann es dir versichern, ich habe noch nie ein Video angeschaut, weil ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Das ist so... Das ist sensationell. Die Leute feiern deine Stimme und deinen Dialekt. Das ist Woher so. kommt der Dialekt? Holland. Ich bin Holland. Holländer, ja. Ah, ja, okay. Kannst du mal irgendwas sagen auf Niederländisch? Was soll ich sagen? Was soll ich tegen je zeggen? Okay, es stimmt. Er spricht wirklich Niederländisch. Ich wollte es nur mal beweisen. Auch hier, da ist übrigens dieser Hebel dran. Das ist wirklich das. Zweite Hebel, ja. Und das ist nicht nur bei langen Fahrzeugen. Also alle Wohnwagen bei Kabe haben dieses Variovent-System, diese 2 Hebel. Weil auch nachts, auch wenn es draußen kalt ist und du hast nachts die Heizung an, dann ist es wichtig, dass du frische Luft hast. Gute Heizung geht immer zusammen mit frischer Luft. So, ihr habt eine Heckbart. Es gibt ein neues System, das muss ich dir unbedingt mal zeigen. Es gibt eine Firma, die hat ein Patent drauf, die hat ein Umrüstkit für eine Tedford als Trenntoilette entwickelt. Ja. Die Kassette, hast du schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja, Find wir ich- haben auch darüber gesprochen, glaube ich. Es ist sensationell. Also das ist hier mit drin, die sind hier auf der Messe und dann kann man die einmal herrüsten und man kann sogar wieder zurückrüsten, ja, wenn man das Fahrzeug verkaufen sollte. Dann kann man daraus eine Trenntoilette machen. Ihr bietet aber was ganz Besonderes an. Das ist so ein bisschen wie aus dem Märchen von Disney. Heißt Cinderella. Cinderella. Die kennst du, die Cinderella? Klar. Was ist das? Ein Märchen. Nee, die Toilette meine ich. Toilette? Nee, das kenne ich nicht. Das war die Gasverbrennungstoilette. Die Gasverbrennungstoilette. Genau, du hast ja doch gewusst. Ja, das ist der. Die baut ihr ein, kostet wie viel Aufpreis ungefähr? 3.000? 5.000 Euro, ja. 5.000 Euro. Und dann wird sowohl Pipi als auch das andere. Wird sehr viel verkauft, weil wenn du so ein schönes Fahrzeug hast, dann willst du doch nicht wieder rundlaufen mit einer Kassette auf dem Campingplatz oder wo auch immer. Und das ist dann eine Verbrennungstoilette. Dann hast du alles rein und du hast keine Kassette mehr und du laufst nicht rund und das ist sehr, sehr komfortabel und
funktioniert das? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Du machst auf die Toilette, was du machen musst. Dann machst du das alles zu. Ja. Dann geht das runter in die Toilette und wird mit 500 Grad verbrennt. Aha. Und am Ende hast du nur ein bisschen Asche. Und nach einigen Monaten, Wochen, dann ist dieser Aschenbecher voll und dann schmeißt du das raus und das war's. Ja. Ja. Kompost. Kannst du auf den Kompost schmeißen oder in den Mülleimer. Ja, es ist biologisch. Ne? Ja. So, großes Bad mit dabei. Also wir sind wirklich hier auf 12 Meter mit großer Dusche. Und die Dusche hat eine Besonderheit. Die schwingt nicht außen, sondern sie schwingt ungefähr auf 20%. Und dadurch geht sie Millimeter genau auch hier vorbei, sodass jeder Millimeter da ist. Geh ruhig mal rein in die Dusche. Und da sieht man auch mal, das ist für große Menschen bis zu 2 Meter da. Ja. Im Norden sind die alle ein bisschen größer, ne? Ja, die sind ein bisschen größer. Und die Niederländer ja auch. Deswegen ist ich bin nicht so groß, aber normalerweise sind die Niederländer länger. Einer eurer stärksten Händler ist in den Niederlanden und gefällt er dir? Ja, das ist richtig gut und wirklich genug Platz. Alles, was man braucht. Das ist echt eine Gefahr, mit herumzulaufen, weißt du das? Weil die sagt offen ihre Meinung, ja. Das geht gar nicht. Und dann sage ich zu der, und da waren wir, in welchem Fahrzeug waren wir? Ist egal, haben wir gestern gedreht, Mercedes-Benz, total geil, Doppelboden, Alde, alles drum und dran. Und gefällt er dir? Sagt sie, och, meins ist es nicht. Ja, das kann sein, aber wir hören das gerne. Also, und Kabe ist auch wirklich, das ist auch ein Grund, warum ich für Kabe arbeite. Kabe ist wirklich eine Firma, die anhört und auch für nächstes Jahr Sachen ändert, weil die Kunden, ja, und das ist uns wichtig. Ne? Wir wollen gute Fahrzeuge bauen, wo die Kunden wirklich viel Spaß haben. Seid ihr jetzt eher auf Wohnwagen oder eher Wohnmobile konzentriert? Früher war es eigentlich nur Wohnwagen, also seit 1957 sind wir schon da, aber nur mit Wohnwagen und seit 89 Reisemobile, das ist auch natürlich schon lange, 33 Jahre. Aber ihr macht lieber Wohnwagen? Nein, das sagen wir nicht, aber wir sind, seitdem wir die Videos gemacht haben, aber auch zum Beispiel, weil wir heutzutage Mercedes haben. Das ist eine sehr gute Kombination, Kabe mit Mercedes. Seitdem sind wir sehr stark gewachsen. Wir wollen nicht zu stark wachsen, weil dann sieht man höhere Zahlen, aber niedrige Qualität. Das wollen wir natürlich nicht. Also wir wollen nicht zu viel wachsen, aber wir sind im Moment bei ungefähr 2000 Wohnwagen und 1100 Reisemobile. Also es ist nicht so, dass im Jahr oder was? Im Jahr, dass wir bauen und alles, was wir bauen, verkaufen wir auch. Das Coole ist, ihr seid ein kleiner Hersteller, ihr seid noch, ich sag mal, lebendig, ihr seid Inhaber geführt, der Laden, der gehört euch selber, oder? Familienfirma immer noch, gehört nicht zu einer Gruppe oder so, sie sind komplett selbstständig. Ihr bildet euch aber gerade zur Gruppe, muss ich sagen. Ihr habt ja noch im Bereich ganz kleine Kastenwagen, habt ihr ein ganz neues Segment dazu gekauft, Affinity. Und wir sind Inhaber von Coachman aus England. Das sind ganz gute Wohnwagen und auch dort fangen wir jetzt an mit unseren Reisemobile, aber dann nicht unter der Fahne von Kabe, aber unter die Fahne von Coachman. Und eure Fertigung ist in Schweden? Alles in Schweden, ja. Da kommt auch die Heizung ins her. Alde ist ja, ich wollte eben einen Gag machen, ja, warum baut ihr als schwedische Firma eine chinesische Heizung ein? Und dann hättest du jetzt sagen sollen, die kommt ja aus Schweden. Ja, und dann, aber jetzt hast du mir den Gag gestohlen. Ja, aber so jeder das weiß ist. Das doch, dass es aus Schweden kommt. Alde. Ja. Alde, ja, alles was 4 Buchstaben hat, kommt aus Schweden. Kabe, Alde. Und hier, guck mal hier, das ist der Zentralstaubsauger. Der kostet gar nicht die Welt, aber wenn man ihn gleich plant und einbaut. Ist serienmäßig, bei Royal schon und bei Imperial dann auch. Ja. So, Kleiderschrank bitte mal öffnen. Ist das der Trockenschrank? Nein, das ist ein Trockenschrank. Das ist der Trockenschrank. Wollte ich gerade sagen, kein Kleiderschrank. Das ist gedacht für, wenn du zum Beispiel Obst hast und du möchtest das trocknen. Nee. Nee, das ist gedacht Skiurlaub. Ja, okay. Hier siehst du auch die Heizung mit Konvektor. Und alle Luft und Kondenswasser geht oben raus. Und das ist wirklich... Es ist sensationell. Du kannst die Skijacken reinhängen, nass. Die können hier abtropfen, das macht dem nichts. Dafür ist es gebaut, ja. Und du siehst auch hier das Ausgleichsgefäß drin. Das ist warmes Wasser. Und das ist der Kamin, der geht nach oben. Also das ist schon wirklich High-End mit der Alte. Das ist wärmer wie zu Hause, ne? Boden und Seiten. Und eigentlich... perfekt konditioniert. Eigentlich noch besser wie zu Hause, wirklich. Und wir garantieren warme Füße und kühles Kopf und nicht umgekehrt. Wie funktioniert denn die Fußbodenheizung? Also kann man das auch in Wohnmobilen umsetzen oder geht es wirklich nur in Wohnwagen? Ja, also diese Fußbodenheizung haben wir bei Wohnwagen und Wohnmobile und du kannst bei
fast alle Modelle kannst du das auch einstellen. Ich will ein bisschen mehr Fußbodenheizung und ein bisschen weniger Konvektoren rundum oder umgekehrt. Also wenn wir Kunden haben, die einen Hund haben, dann willst du nicht, dass dein Hund gegrillt wird und dann macht man fast die Fußbodenheizung aus und dann hast du diese Konvektoren rundum. Okay. Und das ist wirklich wunderbar. Ne? Also habe ich selten gehört, dass es so eine klassische Fußbodenheizung in einem Wohnmobil gibt. Doch, gibt's. So, wir müssen cutten, sind schon lange drin. Draußen sind die Leute, gehen schon amok, denn ihr habt viele Händler hier, die wollen verkaufen. Das ist so, kommt raus. Hier haben wir noch induktives Laden. Die Sachen sind mit dabei, denn das hier ist eine Verkaufsmesse. Habt ihr ein bisschen was verkauft auf der Messe? Ja, wir haben soweit eine sehr gute Messe. Ja. Am Wochenende war viel los und dann sieht man, dass es vielleicht zu viele Leute gibt, aber am Montag, Dienstag und auch heute, das sind gute Tage. Ja, die CMT 2023, der längste Wohnwagen der Welt, so haben wir es betitelt, geht in die Millionen. Mittlerweile jedes Mal, wenn wir den veröffentlichen, geht er in die Millionen. Das merkst du, oder? Cool. Ja, gratuliere Sven, hast du gut gemacht. Leute gucken das auf der ganzen Welt und so weiter. Ist German Television nicht ein toller Laden? Ja, natürlich. Sehr schön, vielen Dank. Sehr froh, ne? So, und das war auch ganz unmotiviert, aus eigenen Stücken hat er das freiwillig gerade gesagt, ja. Peter, du warst mal Deutschland oder irgendwas, was ist im Moment deine Position? Weil es gibt jetzt einen Kollegen in Deutschland. Ja, genau, also ich war zuständig für alle Länder außer Skandinavien, aber auf einen Moment ist das ein bisschen viel geworden. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein und dann habe ich zu meinen Kollegen, Geschäftsführer von Carbo, gesagt, wäre toll, wenn ich einen Kollegen dazu haben. Ja. Und meine Frau macht mittlerweile die Buchhaltung, Administration und meine Kollege ist dann Ansprechpartner für Deutschland und funktioniert super. Ich bin sehr froh, habe ich ein bisschen mehr Zeit, auch für die anderen Märkten und Messen und Schulungen und. So, wir kriegen einen Wohnwagen von Carbo, so viel kann ich sagen, denn der wird nämlich unser Senderwohnwagen sein. Den können wir hinterherziehen, da mit einem SUV. Wir wollten 10 Minuten machen, jetzt sind 27 geworden. Wir müssen einen Cut machen. 18. Januar 2023 mit Peter Flandern waren wir unterwegs von Carbo. Der Mann der ersten Stunde. Seit 20 Jahren bist du bei Carbo. Ja, erst als Kunde und seit 10 Jahren als Angestellte, wie nennt man das? Ja. Tschüss Peter, ja, als Lohnempfänger. Ja, genau. Ciao.